Mit diesem Video möchte ich euch das Tabletop-Spiel Shroudfall vorstellen und dabei auf die wichtigsten Spielmechaniken und Besonderheiten eingehen. Außerdem erfahrt ihr natürlich, was ihr für den Einstieg braucht und wo es kostenlose Downloads gibt. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Shroudfall ist ein englisches Fantasy-Tabletop-Spiel, das von den beiden Österreichern Bernhard Bornatovic und Daniel Meyer designt wurde. Über ihre eigene Firma Gamebreakers erschien Shroudfall in 2025, die ersten Ideen und Konzepte entstanden aber schon 2023. Shroudfall spielt in Astria, dem letzten Königreich der Menschen. Einst hatte sich dort ein Gott geopfert, um für das Land einen mächtigen Schutzschleier zu erzeugen, die Shroud. Doch nun mehren sich in der Shroud gefährliche Risse und nur magische Essenzkristalle scheinen den Verfall stoppen zu können. Diese Essenzkristalle sind jedoch knapp und selten, daher entbrennen zwischen verschiedenen Fraktionen immer mehr Konflikte um diese Ressource. Manche wollen mit der Essenz den Frieden bewahren, andere wittern die Chance, nun die bisherige Gesellschaftsordnung stürzen zu können. Wiederum andere wollen die Essenz der Natur zurückführen, wobei die Natur selbst völlig andere Pläne mit den Energiekristallen zu haben scheint. In einer Partie Shroudfall treffen diese Fraktionen in kleinen Scharmützeln aufeinander. Jeder Spieler befehligt dabei mehrere Einheiten, die sogenannten Units. Jede Unit kostet dabei eine gewisse Anzahl an Punkten. Plant man also beispielsweise eine übliche 200 Punkte Shroudfall-Partie, darf jeder Spieler nur Units für insgesamt 200 Punkte aufstellen. Eine Unit besteht dabei entweder aus nur einem namhaften Charaktermodell oder mehreren einfachen Modellen, die normale Kämpfer bzw. Fußvolk darstellen. Eine solche Aufstellung von üblicherweise um die 15 bis 20 Figuren nennt man dann Armeeliste. Der Schauplatz einer Shroudfall-Schlacht ist eine 36 x 36 Zoll bzw. 91 x 91 cm große Spielfläche, auf der immer zwei Szenarien gleichzeitig gespielt werden. Ja, bei Shroudfall werden stets zwei Szenarien parallel gespielt. Hierzu fügt jeder Spieler seiner Armeeliste vorab 3 von 8 möglichen Szenarien hinzu. Über ein Auswahlverfahren startet jeder Spieler die Schlacht dann mit einem dieser 3 Szenarien. Die Regeln und Siegbedingungen der somit insgesamt 2 Szenarien gelten dabei natürlich für beide Spieler. Entsprechend gibt es in jeder Partie Shroudfall immer mehrere Möglichkeiten, um Siegpunkte zu sammeln und zu gewinnen. Eine weitere Besonderheit von Shroudfall ist, dass die Armeeliste jedes Spielers auch 3 Geländestücke enthalten muss. Diese werden dann vor der Schlacht aufgestellt, was direkt für erstes Taktieren sorgt. Zum Beispiel, indem man seinem Gegner ein lästiges Giftmoor direkt vor die Nase setzt. Über 5 Runden lang werden anschließend Siegpunkte gesammelt, Szenarioziele erfüllt und gegnerischen Modellen eins auf die Mütze gegeben. Dabei aktivieren die Spieler ihre Units immer abwechselnd, um mit ihnen Aktionen wie Angriff oder Bewegung auszuführen. Zum Bewegen nutzt man übrigens die sogenannten Widgets. Das sind Schablonen mit einem Gelenk, die einfach an die Base eines Modells angelegt werden. Zum Bewegen darf man das Modell dann an einem beliebigen anderen Punkt wieder ans Widget anstellen. Welches der 3 Widgets ein Modell zum Bewegen verwenden darf, ist auf der jeweiligen Unitkarte aufgeführt. Ebenfalls auf der Unitkarte steht, welche Würfel für einen Angriff zur Verfügung stehen. Denn bei Shroudfall gibt es 6-seitige Würfel in 3 Farben und Stärken: Grau, Gelb und Rot. Passend zu den 3 Arten von Essenzen in Shroudfall, um die sich laut Hintergrundgeschichte ja auch alles dreht. Essenzen ermöglichen beispielsweise das Hinzufügen von Würfeln beim Angreifen, das Wiederholen eines kompletten Würfelwurfs oder das Ausführen bestimmter Fähigkeiten einer Unit. Die Kosten und Auswirkungen sind natürlich übersichtlich auf den Unitkarten vermerkt. Neue Essenzen generiert eine Unit übrigens immer am Ende ihrer Aktivierung. Welche Essenzen genau, entnimmt man den Unitkarten.
Doch wurde eine Unit bereits vom Gegner vernichtet, stehen ihre Essenzen direkt zu Beginn einer Runde zur Verfügung. Ein echtes Fest für Taktiker also, denn während man in den ersten Spielrunden noch genau planen muss, wann durch welche Unit welche Essenzen zur Verfügung stehen, kann man später nach vielen erlittenen Verlusten schon von Rundenbeginn an quasi aus einem vollen Essenzpool schöpfen. Shroudfall ist somit ein extrem taktisches und kompetitives Spiel, bei dem man sich immer wieder auf neue Situationen und Herausforderungen einstellen muss. Die Essenzmechaniken sorgen hierbei für eine besondere Tiefe, da sich so Würfelproben modifizieren, Fähigkeiten aktivieren oder krasse Angriffskombos auslösen lassen. Gleichzeitig spielt sich Shroudfall sehr schnell, denn die Grundregeln sind wirklich einfach und zudem übersichtlich gelayoutet. Sämtliche Infos zu den verschiedenen Units stehen dann immer direkt auf den Unitkarten. Die Regeln, Szenario und Geländekarten sowie ein Starter-Szenario sind auf der offiziellen Website gratis herunterladbar. Für den optimalen Einstieg bietet sich pro Spieler am besten ein Skirmish-Pack von einer Fraktion an. Darin sind jeweils das volle Regelbuch, 15 Würfel, alle Widgets zum Abmessen, sämtliche Pappmarker samt 2D-Gelände sowie natürlich ausreichend Miniaturen zum Losspielen enthalten. Genauer gesagt, Units und Modelle für etwa 90 Armeelistenpunkte. Weitere Modelle und Units gibt's dann ganz nach Bedarf separat zu kaufen. Aber für den Einstieg reicht ein Skirmish-Pack pro Spieler locker aus. Übrigens, gedruckte Unitkarten liegen derzeit nur den Skirmish-Packs bei. Farbig gedruckte Kartenpacks zu allen weiteren Einheiten erscheinen erst 2026. Bis dahin und natürlich auch später könnt ihr euch alle Karten als PDF kostenlos herunterladen und zum Beispiel über einen Fotodrucker in Drogerien in 10 x 15 cm bequem in optimaler Qualität ausdrucken. Viel Spaß euch also mit Shroudfall!